Einen wunderschönen guten Nachmittag. An alle, die ihre Kopfhörer noch nicht aufhaben, ich sage es jetzt einmal laut, dann spreche ich wieder leiser. Einmal bitte die Headsets aufziehen, sonst kann mich keiner hören. Wir haben hier nämlich noch eine ganz tolle Session nebenan. In der ersten Reihe funktioniert es, ja. Aber wir haben eine ganz tolle Session nebenan und damit wir uns nicht stören, machen wir heute Silent Disco. Das wird noch spannend. Die Kopfhörer schon auf hatten, hatten ja schon ein bisschen Disco. Und ich freue mich jetzt schon auf diese Session und möchte euch im Raum ganz herzlich begrüßen zu unserer Breakout von Volumen zu Markenwert, Content-Produktion neu skalieren. Hier haben wir noch einmal, falsche Richtung. So, mein Name ist Katrin Gillett und ich leite für Adobe in EMEA unser kreatives KI-Business und ich freue mich schon ganz besonders darauf, unter anderem aufzulösen, was wir da für eine flotte Musik am Eingang gespielt haben. Dazu bin ich heute nicht alleine hier, sondern ich habe zwei wunderbare Gästinnen, wenn man das so sagen darf, mitgebracht. Einmal die Laura. Die Laura ist Senior Solutions Consultant bei uns bei Adobe und zeigt uns später noch ein paar tolle neue Innovationen hier live auf der Bühne. Und dann haben wir noch eine ganz tolle Guest-Speakerin aus der Bertelsmann-Gruppe, und zwar von Territory, die Molly. Die beiden stellen sich aber später bei euch auch noch mal genauer vor. Ich mache jetzt so ein bisschen das Intro. Ich bin eure Host sozusagen heute, bevor ich dann an Laura für den späteren Teil übergebe. Worum geht es heute? Um das Thema mal knapp einzurahmen. Ja, wir haben schon ganz viel gehört über Content. Und wenn wir Content hören, bei Adobe sprechen wir dann immer gerne darüber, wo dieser Content eigentlich so herkommt. Ja, hier geht es ja auch um Content-Skalierung und heute geht es speziell um die Content-Supply Chain. Und wenn wir uns anschauen, was denn so eine Content-Supply überhaupt beeinflusst, dann sind es im Großen und Ganzen dort, wo wir heute sind, mit der Technologie 3 Trends. Einmal natürlich dort, wo alle hingehen, um Content zu konsumieren. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ne? Wo wir früher vielleicht auf Google unterwegs waren, sprechen wir heute mit LLMs, sind wir heute in verschiedensten Arten und Weisen mit KI in Berührung, um Content zu konsumieren. Und das hat natürlich auch einen Impact darauf, welchen Content ich als Marke, als Unternehmen überhaupt dort in den Markt bringen muss. Das Zweite ist Personalisierung. Ich als Kundin möchte natürlich gerne personalisiert angesprochen werden, wenn ich mit einer Marke interagiere. Ja? Und viele von Ihnen haben sich ja wahrscheinlich auch in den letzten Jahren riesige Datenplattformen aufgebaut, was bedeutet, dass ihr eure Kunden ja sowieso noch besser personalisierter ansprechen könnt, wenn ihr den richtigen Content dazu habt. Und das Dritte ist natürlich auch dieses ganze Thema neue Kanäle, jeden Tag, neue Algorithmen, jeden Tag, die uns dafür abstrafen, wenn wir unseren Content nicht alle 2 Tage aktualisieren. Algorithmic Reward heißt das ganze Konzept. Ich glaube, ihr kennt das wahrscheinlich auch alle hier im Raum. Es ist einfach schwierig, relevant zu sein, wenn man nicht immer wieder frischen Content nachliefern kann. Und diese 3 Dinge, die kumulieren sich einfach in dieser wahnsinnigen Content-Nachfrage, die wir heute sehen. Na gut, was machen Unternehmen und was machen Marketeers? Natürlich, ich glaube, wer hier im Raum benutzt noch gar keine KI in seiner Arbeit? Okay, die Frage habe ich letztes Jahr auch gestellt. Die sah übrigens anders aus. Es haben sich noch Leute gemeldet, die gesagt haben, nee, so wirklich nicht. Ja? Hier ging jetzt keine einzige Hand nach oben. Klar, 86%, ich glaube, das ist nicht überraschend, der Enterprise-Marketeers benutzen KI für ihre Arbeit. Und wenn das nur Copilot ist, ne, um meine E-Mails zusammenzufassen, aber oft ist es schon wesentlich mehr. Wir sehen nämlich auch, dass viele sich auch schon wirklich mit dem Thema agentische KI beschäftigen. Darf ich denn mal fragen, wer wirklich sagen würde, wir haben schon eine agentische Lösung produktiv im Einsatz? Show of Hands? Ja, vereinzelte. Wer pilotiert, wer probiert aus mit agentischen Lösungen? Ja, sind schon mehr. Das war das, was ich so ein bisschen erwartet hatte. Ne? Und das Thema ist so ein bisschen heute, euch aufzuzeigen, wie kann das aussehen? Ja, worauf sollte man vielleicht achten? Wie denken wir das bei Adobe auch? Und natürlich auch mit noch ein paar tollen Beispielen, die wir dazu gleich hören werden. Wie kann jetzt so eine agentische Content Supply Chain ausschauen? Ja, und wir sprechen ja bei KI, bei generativer KI, haben wir schon immer viel von Human in the Loop gesprochen. Bei agentisch geht das Ganze nochmal einen Schritt weiter. Und zwar sagen wir Human-led, Agent-accelerated. Warum? Wenn ich mir so eine Content Supply Chain anschaue, werden dort ganz viele Entscheidungen getroffen. Entscheidungen über Strategie, über kreative Direktion, Business-Entscheidungen. Die müssen nach wie vor bei Menschen bleiben. Ja, es gibt einfach gewisse Dinge, die Agenten so
gut sie auch sein mögen, entweder möchten wir nicht, dass sie ausführen, ja, aus bestimmten Gründen, oder sie sind einfach nicht gut darin. Agenten sind aber wahnsinnig gut darin, dann wirklich die Dinge auszuführen, die entschieden wurden, und zum Beispiel Tasks wie halt das Banner in 863 Größen und Sprachen und sonst was zu erstellen. Das kann ein Agent, das kann auch eine Automatisierung, aber ein Agent kann das auch basierend auf einem Intent, den ihm jemand mitgibt, wahnsinnig, wahnsinnig gut. So sehen wir eben diese agentisch beschleunigte Content Supply Chain, und man sieht schon, dort gibt es die verschiedensten Agenten, die einen unterstützen können. In der Strategiefindung, bei Governance, dann aber auch in der Erstellung von User Journeys. Super spannende Geschichte. Wenn man sich jetzt anschaut, was ich brauche, um so eine Human-Led, Agent-Accelerated Content Supply Chain aufzubauen, dann ist es natürlich erstmal Kontext. Warum? Ein Agent, und wir werden später auch noch mal ein bisschen mehr über die Definition davon hören, handelt erstmal basierend auf Kontext. Ich muss ein Agent, ich sage manchmal so, sie sind so ein bisschen wie kleine Kinder, ich muss ihnen erstmal die Welt erklären. Ja? Ich erkläre ihnen die Welt, in der ich ihnen Kontext mitgebe. Das heißt, ich erkläre ihnen, hey, so funktioniert unser Marketing. Das waren unsere Briefs für die letzten 20 Jahre. Das sind unsere 2 Petabyte an Daten, die wir in unserem Asset-Management-System haben. So haben wir die letzte Zeit gearbeitet. Das sind die Ziele, die wir erreichen wollen. Das sind unsere Brand-Guidelines, und das ist der Content, den wir sonst noch so rumliegen haben. Das sind übrigens unsere Audiences und Personas, die wir bespielen wollen. Das ist alles Kontext. Ja? Und das zu haben, ist schon mal wahnsinnig wertvoll. Und ich glaube, ihr habt alle gewisse Systeme, in denen dieser Kontext schlummert, den ihr Agenten mitgeben könnt, um sie in eurer Content Supply Chain zu integrieren. Was wir daraus aber dann bauen müssen, ist Intelligenz. Brand Intelligence nennen wir das Ganze. Und zwar muss ich ja diese wahnsinnige Datenmenge erstmal in ein Format bringen, in dem ich es einer agentischen Lösung zur Verfügung stellen kann. Weil das passiert ja nicht von alleine. Wir haben alle so ein bisschen gedacht, KI ist die Knopfdrucklösung, die alle unsere Probleme löst. War nicht ganz so, ne? Aber natürlich gibt es schon wahnsinnig viele Möglichkeiten, das Ganze, den Kontext zu transformieren in einer Art und Weise, wie er wirklich eine Intelligenz darstellt, die Agenten oder sogenannte Skills dann auch nutzen können. Und das Ganze muss dann immer noch in Workflows. Ich glaube, so dieses Magical Button-Thema, ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, ist auch eines, wo wir immer gedacht haben, okay, ich kann dann eine KI vielleicht einfach instruieren, zu tun, was ich erledigt haben möchte. Natürlich, aber auch in einem KI-basierten Unternehmen gibt es Prozesse und gibt es Workflows, die ich abbilden muss. Und ich muss mich oft ganz dediziert dafür entscheiden, wo dort zum Beispiel ein Mensch eine Rolle spielt und wo und wie ein Agent integriert wird. Und das ist wahnsinnig entscheidend, wenn wir darüber nachdenken, wie wir eine agentische Content Supply Chain aufbauen. Und erst am Ende kommt dann dieses tolle Interface, mit dem ich einfach nur noch sprechen kann. Ja? Noch mal ein bisschen Deep Dive in diese einzelnen Themen. Ja. Ich hatte so ein bisschen über Kontext gesprochen. Und wenn wir darüber nachdenken, eine Marke und ein Unternehmen ist ja sehr viel mehr heute als nur zum Beispiel ein Style Guide. Ja. Ich hatte schon ein bisschen über Briefings gesprochen, aber alleine, wenn ich über Markenidentität nachdenke, dann ist eine Marke, sind vielleicht irgendwelche Design-Guidelines, die 200 Seiten Brand-PDF, wo drin steht, welche Farben und welche Abstände und welche Logos ich benutze. Aber es ist ja ein lebendes Ding, das gewachsen ist, oft über Jahrzehnte hinweg mit Entscheidungen, mit gewissen Partnern, wo es immer mal wieder E-Mail-Konversationen gab. Das sieht gut aus, das können wir das machen. Nee, das können wir nicht machen. Ja, das ist Information über Performance von Content. Rot hat immer besser funktioniert für uns als Blau. Keine Ahnung warum, aber wir wissen es einfach aus unseren AB-Tests. Ja? Und wenn wir uns überlegen, das ist eben genau dieses Thema Kontext, ja? Wie viel davon eigentlich in so einem Unternehmen begraben liegt, dann ist es der Großteil, der wirklich begraben liegt, unter der Oberfläche. Das, was sichtbar ist, ich sage jetzt mal zum Beispiel Brand Guidelines, ja, beim Thema Kontext, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Eigentlich liegt viel mehr von dem, was wir so diese nicht kodifizierte Mehrheit nennen, unter der Wasseroberfläche. Dort liegt Wissen, oft von Brandmanagern, die 2, 3, 4, 20 Jahre im Unternehmen waren und wissen, was ich eigentlich aussagen möchte. Dort liegt Instinkt, dort liegt Charakter, dort liegen die kleinsten Nuancen und Anpassungen, die so eine Marke überhaupt erst in diesem, wir nennen es immer gerade gerne den AIC of Sameness zum Leben erwecken, wo ich einfach noch herausstechen kann. Ja? Diese
Mehrheit dieses Contents, der dort unten liegt, den müssen wir unseren Agenten auch zur Verfügung stellen. Und das gehört auch zu diesem Thema Kontext. Und das ist halt gar nicht so einfach. Ja? Aber wenn wir wirklich agentisch arbeiten möchten, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das tun können. Weil erst dann kann ich das Ganze in so einen Workflow gießen. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, hier gibt es verschiedene Säulen, die dargestellt sind. Wenn wir uns angucken, was wir in Gen Studio zum Beispiel machen können, ja, das fängt ja schon bei Workflow und Planning an. Und hier sieht man ganz schön, hier so die blauen Böppel, das sind die Agenten, die roten Böppel, das sind die wir wirklich, die Tasks, die wir dem Menschen überlassen wollen. Und wenn wir sagen, wir möchten einen Brief erstellen, basierend auf irgendeiner Strategie, ja, dann muss ich, klar, es gibt vielleicht ein Strategiepaper, es gibt auch vielleicht Entscheidungen, die außenrum passiert sind. Und das muss ich alles erstmal in diese kontextbasierten Systeme einfüttern, um so einen Workflow überhaupt zu ermöglichen. Und man sieht, es gibt hier wahnsinnig viele menschliche Touchpoints. Ja. Das ist nicht nur Human in the Loop. Das hier ist wirklich human-led und an ganz dedizierten Stellen wurden dort Entscheidungen getroffen, wo ich Agenten einsetzen kann, um Content-Erstellung zu beschleunigen. An den verschiedensten Stellen. Ja, das geht vom Planning über die Content-Produktion bis ins Asset-Management. Die Möglichkeiten, die ihr habt, sind dort sehr, sehr, sehr zahlreich. Naja, und das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte. Na, so wünschen wir es uns alle ein bisschen, ja, dass alle diese Themen eigentlich zusammenkommen, verschmelzen und verschwinden hinter diesem einen Interface, mit dem ich möglicherweise sprechen kann, wenn ich das möchte. Ja. Ich glaube, viele Menschen möchten auch einfach noch tatsächlich einfach per Tastatur interagieren. Ich bin zum Beispiel auch ein sehr visueller Mensch. Ich spreche nicht mit meinen AI-Lösungen, weil ich immer irgendwas brauche, was ich anschauen kann. Aber wenn wir diese ganzen Komponenten dieser Content Supply Chain, alles, was wir haben, unseren Kontext, unsere Intelligence entlang dieser Chain von Workflow, Planung, Kreierung, Asset Management bis hin zur Ausspielung hinter so einem Interface verstecken könnten, ich glaube, das wäre das, wo wir alle gerne hin möchten. Ja? Und während ich jetzt viel über diese Metaebene und die Theorie gesprochen habe, ja, und ihr sicher heute auch schon viel gesehen habt, ja, was in diese Richtung abzielt, freue ich mich jetzt ein bisschen mehr aus der Praxis zu hören von Laura und Molly, wie das Ganze dann auch wirklich in Action aussehen kann. Ja, vielen Dank, Katie. Gerne. Wir schauen uns jetzt besonders in Aktion 3 Fokusthemen an. Und zwar ist das erste Thema, wie wir effektive Arbeitsabläufe zwischen Mensch und KI-Agent gestalten. Das zweite Fokusthema wird, wie wir die Produktion von Content skalieren, aber gleichzeitig die Markenqualität bewahren können. Und das dritte Thema ist Strategien zur Einbindung von KI-Agenten in bestehende Prozesse. Und wir starten gleich direkt mit dem ersten Thema, wie wir effektive Arbeitsabläufe zwischen Mensch und KI-Agent gestalten. Und hier haben wir nochmal, was Katie auch schon gesagt hat, haben wir gerade gesehen, die agentengestützte Content Supply Chain, also die Lieferkette von Content. Und die Idee dahinter ist, dass wir die Prozesse weder komplett menschlich noch komplett mit KI-Agenten lösen, sondern es handelt sich um ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Agent, wobei bestimmte Schritte im Workflow werden von Agenten übernommen und andere vollständig von Menschen ausgeführt. Und das bezeichnen wir eben als dieses von Menschen geleitet und durch Agenten beschleunigt. Denn ich glaube, wir alle wissen, wie lange und aufwendig es sein kann, in Unternehmen neue Prozesse einzuführen, neue Abläufe, Neuumstellungen auf Plattformen. Und wir wollen diesen Prozess nicht stören. Das Ziel ist quasi nicht, KI-Agenten einzusetzen und sofort alles neu zu gestalten und neu aufzulegen. Natürlich kann das eine Strategie sein, wenn das jetzt gerade der Wunsch ist. Wir müssen sowieso gerade neu starten, dann setzen wir gleich alles neu auf. Sondern unser Ansatz hier ist, wir wollen die Einführung in überschaubaren Schritten vornehmen. Das heißt, ein Agent nach dem anderen. Dieser Ansatz braucht kein Change Management, denn jeder kann dort anfangen, wo er oder sie gerade ist im Unternehmen, im Team und entwickelt sich im eigenen Tempo weiter. Und apropos Tempo, wer schon hier war, als die Musik gelaufen ist, vorher noch eine Frage, gibt es Tänzer unter uns? Tanzt jemand? Ja? Könnt ihr sagen, welcher Tanz es war, zu dem man tanzen würde, zu der Musik, die gelaufen ist am Start? Hat jemand eine Idee? Ja? Fast. Es ist der Tango.
Und das bringt mich auch dann gleich zu einer schönen Brücke zu unserem Gast Molly. Hallo Molly. Servus. Du bist Executive Creative Director bei Territory in München und du verantwortest das kreative Produkt der Agentur. Du entwickelst auch zusammen mit dem Bertelsmann AI Hub Innovationsprojekte, die weit über klassische Kommunikation hinausgehen. Und außerdem bist du Lehrbeauftragte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Und da beschäftigst du dich mit den Auswirkungen von Technologie auf Kreativität und auf Kommunikation. Und du als Kreativdirektorin, du sitzt ja dort, wo die Idee entsteht, wo so das Herzstück der Kampagne geschmiedet wird. Wie und wo nutzt ihr KI, um einen Mehrwert zu bringen? Genau, ich glaube, das ist genau das Stichwort, Mehrwert. Wir haben ja auch schon in den letzten Tagen viel darüber philosophiert und ich glaube, das ist das, was man immer vorneweg stellen kann, auch wenn es wahnsinnig lapidar klingt, aber ist tatsächlich wirklich dieser Gedanke, immer bitte auf gar keinen Fall KI um KI willen zu machen oder zu betreiben. Da verfallen auch Organisationen manchmal ganz gerne hinein in so eine Dynamik. Und das macht natürlich keinen Sinn. So. Und dementsprechend, natürlich muss man sich immer erstmal fragen, warum? Also was hätte ich denn gerne, was ist mein Ziel? Und wenn ich das habe, kann ich mir überlegen, welche technologische Lösung passt denn dazu? Jedem Tiger seine Knochen, jedem Einsatzzweck dementsprechend eben seine technologische Lösung, die passt. Und bei uns war dementsprechend natürlich relativ klar, weil wir, wie du es angesprochen hast, wir sind eher vorne im Kreativprozess. Das ist so ein bisschen mein persönlicher Tanzbereich. Alles, was Strategie, Ideenfindung, Konzeption, die eigentliche kreative Ausgestaltung betrifft. Und in dem Bereich war es uns total wichtig zu überlegen, gibt es nicht etwas, was uns dabei helfen kann, noch kreativer zu werden? Also tatsächlich es vielleicht zu schaffen, noch bessere Ideen zu entwickeln, weil wir immer so fantastische Ideen haben. Nein, wir haben auch ganz oft ganz schlechte Ideen. Aber das war tatsächlich das Warum, dass wir gesagt haben, hey, gibt es nicht eine Möglichkeit, das noch zu unterstützen? Und dementsprechend, was wir gemacht haben, ist, wir nutzen das mittlerweile natürlich auch, haben ein kleines multi-agentisches KI-System gebaut. Können wir gleich noch drüber sprechen, warum ausgerechnet multi-agentisches System und nicht was anderes. Und zwar für ein Ding namens Tango. Also dementsprechend, das war die Referenz zum Anfangstanz. Vielleicht da eben ganz kurz, was ist Tango? Tango ist oder soll im Idealfall, wenn es funktioniert, wenn man in der Zusammenarbeit mit dem Mensch, ist ein Tanzpartner für gute Ideen. Das heißt, so ein bisschen Sparringspartner für Kreative oder auch Unkreative. Und was an Tango quasi nicht besonders ist, aber was Tango macht, ist tatsächlich nahezu den ganzen Prozess fast einen ganzen Kreativprozess abzubilden, bis hin zu zum Beispiel einem Storyboard. Und dementsprechend, was da mit drin ist, da ist natürlich auch ein Deep Research mit drin. Auch wieder Stichwort, deshalb macht da was Agentisches Sinn. Da gibt es eine Ideation-Phase, wo es tatsächlich darum geht, mit Kreativtechniken zu experimentieren. Also auch hier, wir haben da relativ viel Stochastik drin in dem Modell. Es ist nicht vorhergesagt, was hundertprozentig bei rauskommt. Und dann aber natürlich auch der ganze Faktor, wie kriegen wir dann eigentlich so eine Idee, wenn die denn da ist, sei es im Kopf von einem Menschen oder sei es ein fantastischer Gedanke theoretisch in einem LLM. Wie kriegen wir es denn wahrnehmbar? Also wie kriegen wir es verschriftlicht, verbildlicht etc. pp. Und auch da ist Tango quasi mit am Start und hilft im Idealfall dabei, ein Storyboard zu machen, was dann wiederum produziert werden kann oder produziert wird, und zwar komplett unabhängig davon, ob das dann Full AI, Hybrid AI, Non-AI passiert. Als Film? Genau, also weil auch da jedem Tiger seine Knochen, also jedem Storyboard das Werkzeug in der Umsetzung, was ideal ist für die Geschichte, die Tonalität, die Bildwelt, die Beschaffenheit. Und kannst du uns sagen, welcher Tanz, wenn wir jetzt wieder bei der Metapher des Tanzes bleiben, wäre eher ein KI-Workflow? Ja. Und welcher Tanz wäre eher ein agentisches System? Genau, also wir haben, das wir glaube ich auch schon, also heute auch ganz viel drüber gesprochen, natürlich sind die Grenzen sind fließend. Also ganz viel Disclaimer dran, schon mal vorneweg. Wenn man sich aber so ein bisschen die Grundbeschaffenheit nimmt, nämlich tatsächlich, das ist glaube ich für mich so fundamental wichtig bei der Auswahl einer technologischen Lösung für ein Ziel, ist tatsächlich eigentlich die Achse mit zwei Polen. Nämlich einmal, das klingt dann immer so sehr wissenschaftlich, ist es gar nicht, aber
Determinismus und Stochastik. Und da, glaube ich, total wichtig ist nicht das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das ist Quatsch. Es kommt einfach nur immer darauf an, wie sehr wird was besser, wenn es exakt nach einem exakt vorgegebenen Prozess umgesetzt wird oder wie sehr profitiert vielleicht ein Ergebnis oder ein Ziel davon, dass da Varianz im Prozess besteht, beziehungsweise dass along the way tatsächlich noch Entscheidungen getroffen werden. Und der Tango wäre jetzt eher auf welcher Seite? Der Tango ist tatsächlich genau in der Mitte. Und wenn wir die Endpole nehmen, wäre zum Beispiel ein sehr deterministischer Workflow wäre sowas wie ein Paso-Doble. Paso-Doble. 4 Hände sind, glaube ich, hochgegangen. Das wäre jetzt so Standard-Lateintanz, auch fairerweise muss man dazu sagen. Für alle, die den Tanz nicht kennen, es geht eher um die Charakteristik des Tanzes. Das heißt, ein Paso ist sehr herrisch, ein Paso ist total akkurat, ist super korrekt und ist immer so, okay, ich fange schon an, so ein bisschen peinlichen Robo-Dance zu machen, aber das ist ein Paso, die Charakteristik zumindest. Das wäre für mich tatsächlich so ein Node-based Workflow. Weil wir einfach sagen, wir kennen den sauberen Prozess und wissen, was am Ende rauskommen soll. Andere Seite wäre vielleicht eher so ein Salsa oder wenn wir in die weggehen vom Standardtanz, vielleicht so wie ein Contemporary, wo man sagt, hey, am Ende wird der sogar besser dadurch, dass, ihr habt es angesprochen beide, Kontext, also wie man sich fühlt, wie ist die Audience, wie ist das Umfeld, das spielt mit rein, was am Ende wirklich, oder wie dann in dem Fall zum Beispiel eine Choreo wirklich umgesetzt wird. Und das wäre für mich ist der signifikante Unterschied, wenn wir es mit stärker stochastischen Lösungen, also stärker KI-Agenten zu tun haben. So. Super. Dann schauen wir uns das noch mal aus der Adobe-Brille an. Und wenn wir auf die Demo gehen könnten, bitte. Danke. Denn Tango ist ein tolles Beispiel, wie wir so einen agentischen Workflow in bestehende Arbeitsprozesse im Unternehmen integrieren können, sodass auch alle Kolleginnen und Kollegen davon profitieren können. Weil den Vorteil kriege ich ja erst, wenn ich nicht nur Effizienz und Effektivität der Arbeit bekomme, sondern auch, wenn ich das meiste aus den Tools, die ich habe, rausholen kann. Und die Idee hinter Mollys Erzählung nennen wir bei Adobe AI Collaborators. Und wir haben jetzt hier so ein Beispielprojekt mit 7 Aufgaben. Wir sehen das jetzt hier in unserem Projektmanagement-Tool. Das ist jetzt zum Beispiel hier Adobe Workfront. Und ich habe hier alle meine Aufgaben, die ich benötige für das Projekt eine neue Open Trail-Kampagne. Das heißt, in diesem Beispiel sind wir das Marketing-Team von der Marke Track. Und in der Vergangenheit haben wir alle 7 Schritte Kolleginnen oder Kollegen zugewiesen. Und wo wir jetzt mit AI-Collaboratoren den Unterschied machen, ist, dass wir bestimmte Aufgaben eben an einen Agent übergeben können. So in der Art, Agent, geh los, mach deine Aufgabe autonom und komm zurück, wenn sie fertig ist, damit ich zum nächsten Schritt weitergehen kann. Und dabei können wir Adobe-Agenten nutzen oder Drittanbieter oder ihr auch eure eigenen, die ihr zum Beispiel über MCP bereitstellen könnt. Und hier in Workfront rufen wir diese Agenten dann lediglich auf. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Claude-Agenten und dem habe ich die Aufgabe des Projektverantwortlichen zugewiesen. Das heißt, der hat die individuelle Anweisung bekommen, halte mich über mein Team im Zusammenhang mit den Prozessschritten hier auf dem Laufenden und sobald es kritische Aktualisierungen gibt, gib mir Bescheid. Und unser Projektziel ist ja hier sehr simpel. Wir möchten eine neue Kampagne erstellen. Das heißt, der Start meines Prozesses wäre, der Copilot-Copywriter geht los und schreibt Texte für die Landingpage und für Social Media. Und danach bekommt zum Copy-Review mein Kollege James diese Texte, um sie zu verfeinern und zu überprüfen. Und das spart uns im Ende 2 Stunden Zeit, in dem konkreten Fall, weil James ja nicht bei Null beginnen muss. Danach übernimmt Lindsay die Kreation und Erstellung der Hero Assets, also des Hauptcontents, der die Kampagne bildet. Und all die Abformate, die Varianten in unterschiedlichen Sprachen, nochmal in Grün, nochmal in Gelb und so weiter, für die unterschiedlichen Kanäle, die übergeben wir dann wieder einen Agenten. Und zwar Firefly Creative Production. Denn das ermöglicht es uns, dass Lindsay circa 3 Stunden Zeit spart,
weil sie diese repetitiven Aufgaben nicht mehr selber machen muss, sondern der KI-Agent übernimmt jetzt diese Dutzenden, Hunderten oder sogar Tausenden Variationen zu personalisieren. Und meistens finden die Kreativen das sehr gut, dass sie sich mehr auf das Kreative fokussieren können und nicht die Stunden an repetitiver Arbeit mitmachen. Danach geht die ganze Aufgabe zum Content Reviewer. Der hat die Aufgabe, diese skalierten Assets auf die Brand Guidelines zu überprüfen. Das heißt, der wurde auch auf die Marke trainiert und kann so im Review Feedback geben. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel auf der rechten Seite. Und so können wir nochmal unsere Kampagne um bis zu 3 Tage verkürzen in diesem Fall. Danach wird die Website, die Landingpage erstellt von IEM Site Optimizer und zum Schluss bekommt unsere Kollegin Claire die Aufgabe des finalen Stakeholder Reviews, ob alles so passt, wie es sein soll. Und so können wir diese Kampagne statt in 4 bis 5 Tagen in einem Arbeitstag erledigen. Und wie können wir denn eigentlich einen Agenten in den Prozess einbinden? Wir können hier gehen auf unsere AI Collaborator und klicken auf Neuen Collaborator. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ihm Anweisungen zu geben, Anweisungen zu verfassen. Was soll er denn in meinem Auftrag tun? Und hier kann ich ihm, wir haben jetzt schon häufiger darüber gesprochen, den Kontext geben, ja, in Form von externen Datenquellen zum Beispiel, die ich hier anbinden kann. Genauso kann ich aber auch über API andere Plattformen einbinden, wenn ich möchte, dass er bestimmtes Wissen mit hat direkt. Und hier zum Schluss gebe ich ihm die Erwartung mit. Was soll der Agent im Rahmen dieses Teils der Aufgabe erledigen? Was erwarte ich als Endergebnis und auch was soll er nicht tun? Und so kann ich quasi für jeden KI-Agenten ihm die Aufgaben geben, die meiner Meinung nach den größten Nutzen im Prozess bringen. Können wir bitte zurück zu den Folien gehen? Denn somit kommen wir zum zweiten Thema, wie wir die Content-Produktion skalieren und dabei eben die Markenqualität bewahren. Und du hast jetzt vorhin schon Einblicke gegeben, wie ihr KI als einen kreativen Tanzpartner nutzt. Nutzt ihr denn auch KI im Produktiveinsatz und hast du da ein konkretes Beispiel? Genau, machen wir auch. Da gilt so ein bisschen das Gleiche, wieder so, es kommt darauf an, was man tut und dann entscheidet man, was man dafür zur Hand nimmt. Stichwort, es muss auch nicht immer agentisch sein. Also wir haben natürlich auch, wenn man sich das anguckt, also gerade im Bereich eher Produktion, also wenn es beispielsweise manchmal um, ich will gar nicht sagen kleiner, aber um gewisse Abformate geht, Social Assets etc. pp. Das ist Bilder zum Beispiel, oder Videos? genau, sowas in die Richtung. Nee, genau sowas, nicht in die Richtung. Quatsch. Und wenn der Fall ist, dass wir da zum Beispiel sehr saubere Prozesse haben und eben zum Beispiel total genau wissen, es gibt ein Hero-Asset oder es gibt ein Key-Visual und das ist klar und es gibt irgendwie auch der Output am Ende ist klar, dann arbeiten wir zum Beispiel total oft wirklich einfach mit Node-based Workflows oder auch mit Custom Models etc. pp., wo man einfach maximale Kontrolle hat, irgendwie relativ klar ist, wie können wir einen sauberen Prozess abbilden und das manchmal auch schon reicht, sozusagen. Es ist manchmal, vielleicht hat man auch gar nicht die Masse an Kontext in jedem Anwendungsfall oder man hat gar nicht die Möglichkeit, alles anzudocken etc. pp., dann ist sowas super. Im ganzen Bereich, wenn es zum Beispiel um Deep Research geht oder natürlich in der Softwareentwicklung, arbeiten wir ganz klar mit agentischen Lösungen. Deep Research ist so ein bisschen immer mein Lieblingsbeispiel, ehrlich gesagt, weil ich das so bildlich finde, immer um dieses Grundphänomen dieser Achse, Determinismus, Stochastik, irgendwie zu verstehen oder zu erklären, dass eben natürlich ein Research sogar davon, der darf gar nicht festgelegt sein von vorhinein. Das ist Quatsch, weil sonst kommt Quatsch bei raus. Wenn ich jemand sage, screene bitte diese 10 Webseiten nach XY, werde ich ein Ergebnis kriegen, aber das ist so. Das heißt, ich gebe eigentlich keine Aufgabe, sondern ich gebe ein Ziel. Ja. Und dann geht es eben wie beim Research darum, auf dem Weg immer wieder festzustellen, auch so ein bisschen rumzumeandern und zu sagen, okay, ich gucke mal rechts und links, stelle plötzlich fest, ach so, das sollte ich mir irgendwie auch noch anschauen, jetzt habe ich irgendwie das verstanden. So ein bisschen von Hölzchen über Stöckchen, andersrum, egal. Du weißt, was ich meine, zu kommen. Und das so ein total guter Anwendungsfall ist, oder finde ich so ein sehr bildhafter Anwendungsfall, warum es Sinn machen kann, dass Dinge nicht festgelegt sind.
Und beziehungsweise es sogar zwangsläufig nötig ist für ein gutes Ergebnis, dass es nicht festgelegt ist vorher, der Prozess. Und das genau, also deshalb so Produktion eher aktuell noch ganz oft auch mal einfach Node-based Workflows, Deep Research, Softwareentwicklung. Mit dem Ziel Genau. und Software mit Agenten und Genau. einer Aufgabe. Genau. Das wäre, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn man so will, da hatten wir drüber gesprochen, so dieser Unterschied in einem Satz irgendwie, so dieser fundamentale Unterschied wäre für mich dieses, einem KI-Workflow gebe ich eine Aufgabe, einem agentischen System gebe ich ein Ziel. Und auch da wieder 1000 Disclaimer, es gibt Ausnahmen und so weiter und so, aber so von der Baseline her. Ja, super. Jetzt habe ich natürlich meinen Klicker hier liegen gelassen. Genau. Hier haben wir jetzt auch nochmal die Aufzählung auch der Dinge, die Molly auch gesagt hat, die alle in den Kontext einer Brand reinkommen. Und Katie hatte das ja schon angeschnitten. Hier sehen wir es jetzt nochmal in der Zusammenfassung, was brauchen quasi Agenten alles, damit sie auch für uns agieren können. Also das beginnt mit den Creative Artifacts. Was kann das sein? Das können die Brand-Kits sein. Beim Marketing, das sind zum Beispiel Kampagnen-Personas. Vielleicht habe ich Trademarks. Was waren die Ergebnisse von vergangenen Kampagnen? Diese Informationen braucht der Agent. Auch unsere Designsysteme. Wie schauen die Templates aus? Oder auch, und das sehen wir jetzt hier links oben auf dem Slide, welche Entscheidungen treffen wir beim Annehmen, aber auch beim Ablehnen von Assets, also in den Reviews. Aus denen lernt der Agent dann selbst. Und all diese Erkenntnisse und Artefakte fließen eben in das Markenwissen ein, um sicherzustellen, dass das, was dann skaliert wird von den Agenten, vertrauensvoll ist. Und das bringt uns dann auch zu unserem dritten und letzten Fokusthema, und zwar Strategien zur Einbindung von KI-Agenten in die bestehenden Prozesse. Wie schafft ihr es denn, dass die KI-Agenten euch dabei helfen, dass ihr in dem Kreativprozess in die richtige Richtung lauft? Also um beim Tanzbeispiel wieder zu bleiben, dass der Tanz dann auch zum Lied passt. Das, was du gerade erwähnt hast auf dem Chart, die Decision Traces, das ist ein irre wichtiger Punkt. Also Agenten sind eben total gute Feedbackgebende. Und zwar auf der einen Seite genau ganz akkurat, wenn es um einzelne Assets geht und bestimmte Kriterien sind, die alle erfüllt, sitzt da alles genauso, wie es sitzen muss. Und sind aber auch genauso gute Feedbackgebende auch weiter vorne im Kreativprozess. Das ist das, wo wir ganz viel damit arbeiten. Und das ist so ein bisschen das Cluster interaktive Personas. Man kann das eigentlich so ein bisschen zusammenfassen mit das Strategiepapier zum Leben zu erwecken, um es etwas blumiger auszudrücken, bedeutet in dem Fall einfach auch in einem anderen Interface zu denken. Heißt für den Kreativprozess ganz konkret, bei der Ideenfindung und auch beim Gegencheck, passt es wirklich zu der Marke, passt es wirklich zu dem Produkt, passt es wirklich zur Tonalität und vor allen Dingen passt es zu der Zielgruppe, die ich damit erreichen will, schlage ich halt nicht mehr auf Seite 380 des Strategiepapiers nach, ich übertreibe jetzt ein bisschen, sondern können wir im Prozess tatsächlich uns mit dem Strategiepapier unterhalten. Das heißt, wir können in dem Fall mit Jule sprechen, Jule und Milan, das sind zum Beispiel zwei Personas von größeren Getränkehersteller aus dem Gen Z-Bereich und können die fragen und können uns mit denen unterhalten. Das heißt, du kannst Jule und Milo anrufen und sagen, du, so, ich habe eine Frage, was denkst du dazu? Genau. Und sagen, hey, findest du das cool? Findest du das blöd? Was interessiert dich eigentlich so? Und die antworten dir dann basierend auf den Training des Strategiepapiers. Exakt, genau. Also die haben eben alles integriert, was das Strategiepapier weiß, plus ein bisschen X. Und dadurch entsteht dann eine Interaktion, die total hilfreich sein kann für einen Kreativprozess. Und natürlich auch da hatten wir es auch schon drüber, es heißt auch nicht, dass alles die fundamentale Wahrheit ist, was dabei rauskommt, aber genauso wenig, wie es auch nicht die fundamentale Wahrheit sein muss, was in einem Strategiepapier steht. Das heißt, natürlich muss man das dann immer noch bewerten, verarbeiten. Human in the Lead, ihr habt schon angesprochen. Super, vielen Dank, Molly. Dann, Katie, darf ich dich auch wieder zu uns bitten? Hast du vielleicht noch eine abschließende Frage an Molly? Ja, super spannend. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, Molly, wenn ich sie dir stellen darf, für so eine Zweisatzantwort. Habt ihr denn schon das nächste Projekt, das nach dem nächsten Tanz benannt wird, auf der Agenda? Ja. Ja. Tatsächlich der Quickstep. Der ist, was die gedankliche Skizze angeht, steht der. Und mit einem Kollegen zusammen gibt es da eine Idee dafür. Und das Zweite möchte ich einfach persönlich, in Slowfox hätte ich auch ganz gerne noch. Und natürlich geht es nicht darum, was ich will, sondern was uns nützt. Aber ja, Quickstep und Slowfox. Das heißt, der Tango wird dann ergänzt durch Quickstep und Slowfox. Ja, genau. Sehr gut.
sehe schon, du bist eher die Standardtänzerin. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Molly. Vielen, vielen lieben Dank, Laura. Gerne. Bevor wir jetzt gleich ins Q&A überleiten, das heißt, ihr dürft euch gerne schon mal eure Fragen überlegen, nochmal ganz kurze Zusammenfassung von meiner Seite. Ich glaube, wir haben es jetzt auch nochmal ganz schön gehört. Diese Evolution der Content Supply Chain, die hört nicht auf. Es wird nach wie vor Workflows geben, wo ganz fundamentale Prozesse abgebildet sind, die auch weiterhin deterministisch abgebildet werden. Aber wir befinden uns wirklich auf dieser Reise, auch in die Agent-Accelerated Content Supply Chain, wo wir uns alle überlegen müssen, hey, wie können wir Agenten zusammen mit Menschen bringen, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Und zwar diesen Content-Hunger, sage ich jetzt mal so, mit dem wir die Session begonnen haben, nachzukommen und diesen Hunger zu stillen. Und ich glaube, ihr habt es ja hoffentlich heute auch schon in der Keynote, in den Vorträgen auf der Mainstage gesehen, mit Adobe Gen Studio versuchen wir alle diese Konzepte zu vereinen. Ja, wir versuchen Menschen zusammenzubringen mit Agenten, mit Workflows, mit dieser Intelligenz, mit kontinuierlich lernenden Systemen, die diesen ganzen Kontext, diesen lebenden Kontext unter einen Hut bringen und am Ende des Tages alles im Sinne der Skalierung von Content, der in Einheit geht mit Qualität, mit Markenkonformität und mit dem, was wir aber auch menschlich und mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in unseren Unternehmen erreichen wollen. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich danke euch ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag und freue mich, euch beim nächsten Event wieder dabei zu haben. Dankeschön. Danke euch, schönen Nachmittag.